Hey Leute, ich bin Vince von GameStop und ich war mal wieder ein bisschen unterwegs. Koch Media und Codemasters haben angefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen Dirt Rally 2.0 zu spielen, direkt in einer sehr coolen Location, der Meltdown Esports Bar in Köln. Nachdem ich gehört habe, dass man auf Playseats das Spiel direkt anzocken kann, tja, darum heute ein kleines Video zu Dirt 2.0. Cool, oder? Ich liebe solche E-Sports-Bar. Sehr schade, dass es in meiner Stadt keine gibt. Vielleicht sollte ich eine aufmachen? Puzzles. Weil ich jetzt nicht der Rallye-Profi bin, konnte ich direkt Ross Gowing fragen, was denn Dirt 2.0 auszeichnet. The best way to describe Dirt Rally 2.0 is the most authentic replication of rally available out there at the moment. The attention to detail we've paid in how the cars behave, going down stages on the edge of grip and balance is as close as you'll come to driving a real rally car. It's just a slightly cheaper way to go about it. Ich selbst habe mich also direkt in einen Sessel reingeworfen und ein bisschen Dirt 2 gezockt. Und die ersten Runden bin ich auf einer sehr leichten Schwierigkeitsstufe gefahren und habe mich danach ein bisschen im Menü umgesehen und mal geschaut. Und auf den realitätsnahesten Einstellungen, da war es schon ein bisschen schwerer als gedacht, aber auch dafür hatte Ross die passende Antwort. So the game is very challenging, and you know, that's something we're not scared to make a game that is a challenge. Nach den ersten paar Runden war mir klar, okay, ich brauche zum Anfang ein paar Tipps und auch dafür hatte ich wieder Ross. But in terms of the learning curve, I would recommend for new players to start out by driving a low-powered front-wheel drive vehicle, so perhaps something from the R2 category or a historic Mini or Lancia Fulvia, and start out by driving that on a tarmac surface in Spain, so you can get the feel of how fast the car accelerates and things like that. Don't put the accelerator to the floor straight away and hope for the best. You need to drive within your own limits and make sure that you can complete a stage cleanly. Once you feel comfortable with that, then move to somewhere like New Zealand. If you were to try and drive the Porsche down a stage at night in the wet on the wrong tyre compound, that's going to be a real challenge and something I would recommend waiting until you've spent some time with the game before you try it. Die Dirt-Serie gibt es mittlerweile schon sehr lange und ich wollte von Ross wissen, was ihn am meisten Spaß gemacht hat zu entwickeln und wo er am meisten mit involviert war. So I suppose the My Team mode is the area where you see most of my fingerprints. So this is our kind of traditional career progression mode, whereby you'll start out in a low-powered car that we gift you in the game, and then it's up to you to expand your team by hiring and training additional mechanics and engineers, and then also purchasing more and more powerful cars, which obviously come with the risks of higher repair costs to run an event. You're tasked with being promoted up through a number of steps on a ladder. Once you get up to the Masters tier, it really is then about staying there because it's incredibly challenging to maintain that position. And you can do the same with Rally or Rally Cross. And it's a very flexible mode that you can play it however you want. You need to maintain your vehicles in between events as well, which is something new to the series. If you crash at the finish line in one rally, you will need to be repairing your car as best you can before you take it to the next event. But you will have to make some difficult decisions about exactly how much to repair before going to the next event. Es gibt auch ein paar Sachen, die in Dirt 2.0 neu sind und die es so vorher noch nicht gab. Das ist zum Beispiel alles an Management, was um ein Rennen eigentlich passiert. Sei es von Transportkosten über Reparaturgebühren bzw. das Management eures Teams. Und auch hier konnte ich Ross Gowing ein bisschen fragen, was der Gedanke hinter diesen Möglichkeiten war. It's one of the things we keep hearing whenever we go out into the rally community and speak to people. They're always so focused on preparation for their events. How much is it going to cost to transport your car to an event? How much are you going to have to pay your team accommodation and food while they're there? And it was something that we wanted to start to bring into our games. You know, we don't want this to become
spreadsheet kind of financial exercise, but at the same time we want people to have ownership and responsibility for the vehicles in their garage, and we feel this is a great step towards that. Falls ihr euch übrigens fragt, wer so cool gefahren ist, das war natürlich nicht ich, sondern John Armstrong ist für mich ein paar Runden gefahren. Ich war als Co-Pilot dabei und konnte live dabei sein, wie ein echter Rallye-Fahrer in Dirt 2.0 abgeht. Spielentwicklung ist mittlerweile etwas viel komplexeres, als es vor vielen, vielen Jahren war. Klar gibt es Ausnahmen, es gibt auch ein paar Leute, die machen ein Spiel ganz alleine. Doch gerade für ein Simulationsspiel wie Dirt 2.0 hat sich Codemasters unglaublich viel Input aus der Rallye-Szene geholt. Yeah, we work very closely with a number of professional rally drivers to make sure that what we're doing is accurate, and we work with John Armstrong, who we have in the studio every day, validating every change we make. We also work with Ryan Champion, who is another handling consultant, has a vast amount of experience in rally and across a wide variety of cars, and then a number of other drivers who are very generous with their time and expertise. And everything we do is trying to make sure that the cars feel exactly like their experiences do in real life. Every time we work with a different drive type of car, we make sure that it feels as it should. Our guys spend hours and hours and hours, days and days together just evaluating the tiniest change, whether that's a change to a surface or a tyre compound or a car itself. It's a real collaborative process between them to make sure that it's authentic. Ich persönlich bin begeistert, wie viel mittlerweile in die Entwicklung dieser Spiele einfließt. Dass dort echte Profis engagiert werden, die den Entwicklern Tipps und Tricks geben, wie das alles funktioniert und total den Einfluss auf die Spielqualität haben. Wie seht ihr das? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr meint, dass das der richtige Weg ist. Auch nochmal von mir Gratulation an Hannah, sie hat die Kingdom Hearts Konsole gewonnen. Falls ihr sowas nicht verpassen wollt und an solchen Gewinnspielen ebenfalls teilnehmen wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer, wann ich coole Sachen starte. Dirt Rally 2.0 erscheint am 26.02.2019 und als exklusiven Vorbestellerbonus gibt es bei uns ein Steelbook und den Opel Kadett CGT in quietschgelb. Das war's erstmal von mir. Bis dann. Ciao.